Es ist Sonntagabend und ich bin so müde. Ich möchte einfach nur ins Bett gehen. Aber mein Zimmer? Ein großes Chaos. Überall liegen Kleider, Bücher und sogar ein Teller vom Frühstück. Ich seufze tief. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich nehme ein T-Shirt vom Boden. Es riecht nicht gut. Okay, das kommt in die Wäsche. Ich sehe meinen Schreibtisch. Zwischen den Büchern finde ich eine alte Banane. Oh nein, wie lange liegt die schon hier? Ich schüttle den Kopf und lache ein bisschen. Ich bin müde, aber ich räume weiter auf. Plötzlich klingelt mein Handy. Es ist meine beste Freundin. Hey, willst du heute einen Film schauen? Ich sehe mein Zimmer an und seufze wieder. Ich will, aber ich muss erst putzen. Mein Zimmer sieht furchtbar aus. Sie lacht. Du schaffst das. Los, Motivation. Ich lächle. Okay, nur noch 5 Minuten. Die 5 Minuten werden zu 30. Aber langsam sieht das Zimmer besser aus. Ich fühle mich stolz. Ein kleines bisschen. Ich mache mein Bett, räume den Tisch auf, öffne das Fenster. Frische Luft kommt rein. Ich atme tief ein. Geschafft. Ich werfe mich aufs Bett. Endlich. Ruhe. Da schreibe ich meiner Freundin: Zimmer ist sauber. Filmzeit? Sie antwortet sofort: Ja, ich bringe Snacks mit. Ich lächle und schließe kurz die Augen. Nur 1 Minute. Und natürlich, ich schlafe ein. Mit einem sauberen Zimmer und einem kleinen Lächeln. Let's practice vocabulary. Try repeating the sentences after me to practice your pronunciation. Putzen. To clean. Ich putze mein Zimmer. Ich putze mein Zimmer. Überall. Everywhere. Überall liegen Bücher. Überall liegen Bücher. Der Boden. Floor. Das T-Shirt liegt auf dem Boden. Das T-Shirt liegt auf dem Boden. Schütteln. To shake. Ich schüttle den Kopf. Ich schüttle den Kopf. Der Kopf. Head. Mein Kopf ist müde. Mein Kopf ist müde. Aufräumen. To tidy up. Ich räume mein Zimmer auf. Ich räume mein Zimmer auf. Sauber? Clean. Mein Zimmer ist sauber. Mein Zimmer ist sauber. Antworten. To answer. Ich antworte meiner Freundin. Ich antworte meiner Freundin. Das Zimmer? Room. Das Zimmer ist klein. Das Zimmer ist klein. Der Schreibtisch. Desk. Der Schreibtisch ist voll. Der Schreibtisch ist voll. Listen to the story again without English subtitles. If you want a challenge, listen without reading the subtitles. This helps you practice your listening skills. Es ist Sonntagabend und ich bin so müde. Ich möchte einfach nur ins Bett gehen.
Aber mein Zimmer? Ein großes Chaos. Überall liegen Kleider, Bücher und sogar ein Teller vom Frühstück. Ich seufze tief. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich nehme ein T-Shirt vom Boden. Es riecht nicht gut. Okay, das kommt in die Wäsche. Ich sehe meinen Schreibtisch. Zwischen den Büchern finde ich eine alte Banane. Oh nein, wie lange liegt die schon hier? Ich schüttle den Kopf und lache ein bisschen. Ich bin müde, aber ich räume weiter auf. Plötzlich klingelt mein Handy. Es ist meine beste Freundin. Hey, willst du heute einen Film schauen? Ich sehe mein Zimmer an und seufze wieder. Ich will, aber ich muss erst putzen. Mein Zimmer sieht furchtbar aus. Sie lacht. Du schaffst das. Los, Motivation. Ich lächle. Okay, nur noch 5 Minuten. Die 5 Minuten werden zu 30. Aber langsam sieht das Zimmer besser aus. Ich fühle mich stolz. Ein kleines bisschen. Ich mache mein Bett, räume den Tisch auf, öffne das Fenster. Frische Luft kommt rein. Ich atme tief ein. Geschafft. Ich werfe mich aufs Bett. Endlich. Ruhe. Da schreibe ich meiner Freundin. Zimmer ist sauber. Filmzeit? Sie antwortet sofort. Ja, ich bringe Snacks mit. Ich lächle und schließe kurz die Augen. Nur 1 Minute. Und natürlich, ich schlafe ein. Mit einem sauberen Zimmer und einem kleinen Lächeln. Test your understanding of vocabulary from the story with these fun questions before the timer runs out.